Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch ein ganz besonderes Kuchenrezept mitgebracht. Den kalten Hund. Und keine Sorge, in das Rezept, in den Kuchen kommt kein Hund hinein. Aber warum er kalter Hund heißt, wie er hergestellt wird und wie er vor allem schmeckt, das schauen wir uns heute in dem Video an. Deshalb bleibt dran. Kalter Hund. Wo kommt dieses Rezept her? Ja, ursprünglich aus Skandinavien, und es ist in den 50er und 60er Jahren ist es nach Deutschland gekommen. Kakao und Butterkekse waren hier sehr günstig und man hat diesen kalten Hund daher fast an jeder Kuchentafel angeboten. Kindergeburtstage zum Beispiel waren ein sehr beliebter Platz, wo man einen kalten Hund finden konnte. Warum? Ja, weil er einfach super lecker ist und den Kindern geschmeckt hat. Deshalb hat man den kalten Hund gemacht. Und ursprünglich kam der Name kalter Hund aus dem Ruhrgebiet, weil dort wurden diese Kohlewagen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, diese Kohlewagen geschoben, und die wurden dort liebevoll Hunde genannt. Und so ist man dann auf den Begriff kalten Hund bekommen, denn dieser Kuchen, wenn er in der Form gelegt wird und mit der Schokolade begossen wird, mit diesem Fett, ähnelt so ein bisschen diesem Kohlewagen, vielleicht so als historischen Background für das Rezept. Genau, wir gehen jetzt in die Küche und dann werden wir dort uns mal die Zutaten angucken, welche in den kalten Hund hineinkommen, und werden ihn nachbacken. Vielleicht zur Info, ich kenne 3 verschiedene Rezepte tatsächlich vom kalten Hund. Das eine ist halt nur mit Kakaopulver und Kokosfett. Dann gibt es ein weiteres, wo man anstelle von Kakaopulver Schokolade nimmt. Und ein drittes tatsächlich mit Kaffee. Also wer das mal ausprobieren möchte, das scheint auch ganz lecker zu sein. Meine Mutter hat das früher immer gemacht. Durften wir als Kinder nicht essen, aber die Großen haben sich drauf gestürzt. Scheint auch ganz lecker zu sein. Wir versuchen mal ein historisches Rezept nachzukochen mit Schokolade, weil ich glaube, dass das ganz gut sein wird. Und genau, das machen wir jetzt. Wir begeben uns in die Küche. Los geht's. Kommen wir zu den Zutaten für den kalten Hund. Also, da hätten wir 300 Gramm Butterkekse. Leute, ich habe die gerade ausgepackt. Die waren in Folie eingewickelt und jetzt ist hier nochmal Folie drin. Also ich verstehe das nicht, wie man so viel Folie für so ein bisschen Kekse verbrauchen kann. Aber okay, schlimme Welt. Dann haben wir ein Glas oder 200 Gramm Kokosfett. Dann brauchen wir 150 Gramm Puderzucker. Dann brauchen wir 250 Gramm Zartbitterschokolade und 150 Gramm Alpenmilchschokolade. Und ja, ihr seht, das Verhältnis passt noch nicht. Das muss ich noch aufstocken. Das mache ich jetzt gleich. Und zum Schluss noch ein Päckchen Vanillezucker. Ja, dann vielleicht noch ein Hinweis. Man hat früher tatsächlich da Eier reingemacht, traditionell. Das heißt, wenn ihr das ganz traditionell machen wollt, ich verlinke euch das auch unten, fehlen jetzt noch 2 Eier. Aber ich mache da heute keine rein. Und warum? Ihr wisst ja, den Kuchen, den sollen nachher auch die Kinder essen. Und mit den Eiern, die sind roh und würden jetzt auch hier roh reingeschlagen werden. Und da das nicht gebacken wird, ja, ist mir das persönlich etwas too hot, wie man so schön sagt. Obwohl ich sagen muss, das sind die guten Eier von unseren Hühnern, die wir aus der Hühnerrettung geholt haben. Die sind mega lecker, Leute. Also es gibt nichts über eigene Eier. Gut, genug geschwafelt. Das war's, das ist das Rezept. Mehr brauchen wir eigentlich nicht dafür. Gehen wir hin und ja, backen, oder besser gesagt, wir rühren mal den kalten Hund zusammen. Also, das Rezept ist mega einfach. Als erstes muss das Kokosfett geschmolzen werden. Das machen wir aber jetzt hier nicht auf dem Herd, sondern das kommt in die Mikrowelle ohne Deckel, weil sonst kriege ich das hier nicht raus. Das ist zu schwer. Und während das schmilzt, kümmern wir uns mal ganz kurz um die Backform. Huch. So, ich hoffe, die Mikrowelle stört im Hintergrund nicht. Also dafür legen wir die Form mit Backpapier aus. Ich versuche das jetzt hier einfach mal reinzudrücken überall. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich hoffe, das stört jetzt von den Geräuschen nicht so sehr. Aber das sollte eigentlich klappen, wenn wir das gleich ordentlich stapeln, dass sich das auch festdrückt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Aber ich bin ja ein Fan von einfach. Keep it simple sozusagen. Und ich denke mal, das sollte tatsächlich schon reichen. Und jetzt stellen wir die Backform wieder zur Seite und fangen mal an, die Mischung vorzubereiten, die wir brauchen. Die Kekse habe ich schon aufgemacht. Und ja, los geht's. So, das Kokosfett ist jetzt heiß und ich habe mir natürlich sofort die Finger verbrannt. Also nehmt da lieber einen Topflappen. Das kommt jetzt hier in den Topf. Dann machen wir den auch ein bisschen warm. Mal gucken, was wir da brauchen. Es muss ja nur nicht hart werden. So, einmal.
und dann kommt in den Topf die Schokolade rein. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Ich habe jetzt nicht das perfekte Verhältnis, aber wird schon gehen. Also da bröckeln wir jetzt die Schokolade rein. Und dann muss die da in Ruhe erstmal schmelzen. Ich habe hier die falsche gegriffen. Das ist jetzt welche mit Nüsschen drin, mit Nüssen. Aber auch kein Problem, die wird auch schmecken. So, wir schauen jetzt mal, dass wir das alles schön lösen hier drin. Okay, das ist jetzt alles geschmolzen. Dann kommt jetzt der Vanillezucker hinzu. Und der Puderzucker. Und dann muss das nochmal alles vernünftig schmilzen. So. Okay. Werden wir mal den kalten Hund in die Form bringen. Dazu schwenke ich jetzt nochmal die Kamera. Gut, dann fangen wir jetzt an zu schichten. Als erstes müssen wir eine dünne Schicht Schokolade reinmachen. Oh, jetzt ist mein Löffel in die Schoko gefallen. Shit. Ach, das heißt. Schön verbrannt hier. Läuft wieder. So. Also eine dünne Schicht Schokolade rein. So, ich glaube, die ist ein bisschen heiß geworden. Guckt da mal ein bisschen drauf, dass das nicht zu heiß wird. Das sieht so ein kleines bisschen grisselig aus, aber das ist der Herd. Das kann jetzt natürlich von den Nüssen sein, die da drin sind, von der Schokolade. Oder es ist halt ein bisschen heiß geworden, aber wir legen jetzt mal eine Schicht Kekse rein. Ja. Und dann kommt wieder eine Schicht Schokolade drüber. Eine dünne. Ja, das sind die Nüsse hier. Oh, das läuft dann überall dazwischen. So, eine Schicht Keks machen wir noch drauf. Und dann wird einfach der Rest Schokolade oben drüber gestreut. Und dann ist der kalte Hund auch schon fertig. Gucken, dass ich noch ein bisschen Schokolade hier rausgequetscht bekomme aus dem Topf. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was warm machen, damit der richtig abgedeckt ist. Wie gesagt, die schwimmen noch so ein bisschen auf. Ich drücke die jetzt mal unter. Ist halt noch was Luft zwischen. So, da fehlt natürlich ein bisschen Schokolade, wie ihr seht, ne? Also ist ein kleines bisschen wenig, deshalb decken wir sie jetzt vom Rand aus ab. Aber nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Eine Kekslage weniger hätte es auch getan. Aber das geht schon. So, zur Haltbarkeit vielleicht noch 2, 3 Worte. Also wenn der kalt geworden ist, kann der im Kühlschrank tatsächlich so 2 Wochen, denke ich mal, überleben. Ihr könnt ihn natürlich auch einfrieren. Dann hält er sicherlich 2, 3 Monate. Also das müsst ihr mal gucken, was euch da am besten beliebt. Ich packe ihn jetzt in den Kühlschrank und wir gucken uns morgen das Ergebnis an. Bis dann. So, kurzer Nachtrag. Ich habe tatsächlich noch eine Schokolade gefunden. Die ist natürlich jetzt, weil ich nicht mehr Kokosfette drauf gemacht habe, nicht ganz so, ich sag mal, flüssig. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich verteile die einfach oben als Deckschicht mit drauf.
Die Ränder haben ja genug abbekommen, da muss ja nichts fließen. Aber da haben wir die Kekse tatsächlich oben auch nochmal vernünftig abgedeckt. Und das gefällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser, als sie einfach so ein bisschen oben offen liegen zu lassen. Also schaut mal, es vermischt sich jetzt auch mit dem Gemisch am Rand. So, das verteilen wir jetzt hiermit und damit sind die Kekse dann auch vernünftig abgedeckt. Das finde ich deutlich schöner, als wenn die jetzt so ein bisschen offen liegen. Genau. Und dann haben wir es auch schon. Ja, jetzt spielen wir den Löffel nochmal kurz ab. So, der kalte Hund, der kommt jetzt in den Kühlschrank. Also ich lasse ihn ein bisschen auf Zimmertemperatur abkühlen. Und dann kommt er in den Kühlschrank. Und dann, wie gesagt, schauen wir mal uns morgen das Resultat an. So, der kalte Hund ist jetzt schön durchgekühlt. Wir holen ihn jetzt mal aus der Form raus. Und schauen mal, ob wir ihn geschnitten bekommen. Ich habe gar keine Erfahrung, wie wir das am besten machen. Ich würde mal versuchen, einfach ein Messer mit Wellenschliff zu nehmen. Aber der sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und da probieren wir mal einfach das Messer meiner Oma. Das habe ich nämlich in Anführungsstrichen geerbt. Das ist bestimmt schon 60, 70 Jahre alt. Der Hund hat den Futternapf gefunden. Und das ist ein Brotmesser. Und damit versuchen wir jetzt einfach mal vorsichtig, ob wir das geschnitten bekommen. Sonst bleibt im Notfall noch natürlich die Brotschneidemaschine. Aber die hat natürlich nicht jeder zu Hause. Deshalb versuchen wir das erstmal so. Okay, der bricht hier ein bisschen. Kann sein, dass er zu kalt jetzt noch ist. Gut. Dann müssen wir den nochmal ein bisschen warm werden lassen. Mal gucken. Oder ich versuche mal anders zu schneiden, aber so sieht es aus. Das Licht jetzt nochmal ein bisschen angemacht. Also ich drehe den jetzt nochmal. Also so sieht der im Moment aus. Oben ist noch ein bisschen verschmiert vom Schneiden. Aber eigentlich ganz cool. Ich mache das jetzt mal einfach und ich gucke mal, ob man den auf einer Schneidemaschine gut geschnitten kriegt. Und gibt wieder Ärger zu Hause, wenn die gleich verschmiert ist, dann muss ich direkt putzen. Genau, dann schauen wir mal und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt zum Erfahrungsbericht. Brotschneidemaschine ist keine Option. Die drückt die Scheiben zur Seite. Ihr seht, das ist ein schönes Schnittbild. Das sieht auch sehr, sehr lecker aus hier. So, ich mache es mal so. Aber es bröckelt. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Stücke müssen einfach leider dicker werden. Dann muss ich halt ein größeres Stück essen. Nur ein Mist aber auch. Das probieren wir jetzt auch mal. Einfach ein dickeres Stück abzuschneiden. Nehmen wir mal ein ordentliches Stück hier. Vorsichtig und gucken, ob das funktioniert. Oh shit. Das hat auch nicht geklappt. Ich sehe schon, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das macht mit dem kalten Hund. Dass der nicht bröckelt. Ich glaube, warm lassen ist wirklich die Alternative. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen wärmer werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der kalte Hund, der ist jetzt warm geworden. Und man kann den wunderbar schneiden. Auch mit Omas Messer. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe das gerade schon ausprobiert. Und wir machen das jetzt mal gemeinsam. Ansetzen. Dann nicht zu feste drücken. Und dann langsam das Messer durch den kalten Hund gleiten lassen. Und dann bekommt ihr auch schöne Stücke. Ja gut, jetzt ist er hier auseinandergegangen, weil ich dran festgehalten habe. Aber wenn ihr es vorsichtig anfasst, klappt das. Ja? Also so ist es möglich. Und deshalb würde ich jetzt sagen, Gott sei Dank, es hat geklappt. Wir gehen zur Verkostung. So, kommen wir zur Verkostung des kalten Hundes. Und ihr habt das Ergebnis ja bereits gesehen. Ich habe es mal vor mir liegen. Und wir brechen uns mal ein Stück ab und schauen mal. Gleich nochmal als Tipp, lasst den warm werden, bevor ihr den schneidet. Das klappt dann super. Wenn der kalt ist, habt ihr ja gesehen, dann bricht der ein bisschen. Aber sonst hat das wirklich gut funktioniert mit einem Wellenschliffmesser. Könnt ihr ja mal nachmachen. Wir probieren mal. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Mal gucken. Sehr lecker geworden, Leute. Die Kekse sind noch knackig. Und schmeckt auch das Kokosöl raus. Ist sehr lecker. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man dem danach, nachdem man den in Stücke geschnitten hat, nochmal in den Kühlschrank tut, dass der auch kalt super lecker ist. Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist ein einfaches Rezept. Es ist sehr lecker. Ich kann verstehen, warum er damals wirklich auf jeder Kuchentheke war.
Und backt den doch mal nach und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den gefunden habt, ob ihr da noch Änderungen mitgemacht habt oder das Rezept angepasst habt oder ob ihr andere Rezepte kennt zum kalten Hund. Und dann gucke ich da mal rein, vielleicht mache ich mal ein anderes Rezept nach als Vergleich. Letztendlich kann ich zusammenfassen, es schmeckt einfach gut. Und damit beende ich das Video. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.